Willkommen zu einem Tutorial in Cinema 4D 12 von Pixel Tutors. Mein Name ist Ralf Herbst. Im nächsten Schritt in diesem Tutorial der Splines möchte ich jetzt das Glas nachzeichnen. Dazu wechsle ich mal in die Ansicht wieder von rechts. Scrolle ein wenig rüber und möchte jetzt mein Bild des Glases in den Fokus bringen, und dazu muss ich natürlich meine Weinflasche samt Inhalt bewegen und mal auf die Seite schaffen. Dazu kann ich jetzt hier hingehen, eine Auswahl rundherum ziehen und sage wieder Alt-G gruppieren. Das nenne ich Flasche. Wenn ich dann jetzt mit Alt-D, weil vorhin habe ich meine Achse ausgeschaltet, mein Achsensystem wieder einschalte, kann ich jetzt meine Flasche mal eben zur Seite schieben, samt Inhalt. Ich habe es deshalb gruppiert, damit ich nicht alles einzeln verschieben muss. Ich kann natürlich diese Flasche jetzt auch mal unsichtbar machen. Aber nur im Editor reicht. Jetzt gehe ich noch einmal in die Ansichtsvoreinstellungen für rechts und gehe dort in meinen Hintergrund und verschiebe jetzt mein Weinglas. Also nach X muss ich das Glas verschieben. So ungefähr mittig. So. Sieht ganz gut aus. Ich gucke aber mal hier genau, dann sieht man, ja, das ist okay. Es dient ja wiederum nur, diese Kontur nachzuzeichnen in dieser Übung, nicht ein 100%iges Abbild zu schaffen. Ich fange also an, dass ich jetzt dieses Glas nachzeichne. Dazu nehme ich wieder einen Bezier-Spline und fange wieder unten an. Ich zeichne erstmal wie gehabt, sehr grob. Meine Achse ist mir wieder im Weg, Alt-D aus, gehe ein bisschen näher ran. Und dieses ist ja jetzt eine Fotografie. Ich darf mich also jetzt nicht hiervon täuschen lassen, muss jetzt hier das ein wenig anders gestalten. Diese 3D-Perspektive im Foto werden wir ja erst erzeugen. Darum gestalte ich das erstmal grob ein bisschen anders. Jetzt habe ich aber nicht sehr schön gezeichnet. Aber das korrigiere ich gleich alles. Wandere jetzt mal hier rum, hier lang und dorthin. So, das habe ich jetzt erstmal grob nachgezeichnet. Jetzt gehe ich wieder hin und zeichne oder bearbeite meine Splines, indem ich hier auf das Verschieben-Werkzeug klicke. Gehe mal unten ran und weiß, meinen ersten Punkt muss ich ja wegen dem NURB wieder auf 0 setzen. Damit das gerade ist, schalte ich das Snapping ein und lasse mal hier an der Linie einsnappen. Diesen Punkt setze ich auch unten auf den Boden und lasse ihn auch einsnappen. Jetzt möchte ich aber, dass hier eine Rundung mehr entsteht, mache das Snapping aus und bewege mit Shift diesen ein wenig so herum, damit ich eine runde Kante bekomme. Dann muss ich jetzt überlegen, wie stark soll mein Glas jetzt hier einen Bogen haben. Ziehe das ein bisschen näher und den müssen wir sowieso mal hier in diese Richtung bringen. Jetzt schalte ich das Snapping wieder ein, damit er mir hier an einer Linie einhaftet. Ich werde also jetzt nicht genau hier lang zeichnen. Von mir aus wird ja mein Hals ein klein bisschen dicker, aber sehen, wenn wir genau gucken, steht das eh nicht mittig. Lasse ich also wieder via Snapping hier auch die Tangenten einrasten. Jetzt gehe ich weiter hoch und weiß, ich möchte diese Linie haben, also lasse ich auch hier ein Snappen und habe dadurch wieder meine Gerade. Jetzt schalte ich das Snapping auf, weil jetzt geht es ja wieder in den Kurvenbereich. Fange mal hier an und ziehe mir das so ein bisschen hier länglicher, dass ich sehen kann, wo bin ich. Also ich weiß, ich muss hier meinen Anfasser etwas höher setzen. Oder ziehe sie einfach ein bisschen mehr auseinander. Aber damit das wieder gerade ist, schalte ich mein Snapping nochmal an. Zack, zack, und lasse das ein bisschen höher gehen. Okay. Snapping wieder aus und bringe den an den richtigen Scheitelpunkt. Jetzt nehme ich den nächsten Punkt und ziehe ihn hier ein bisschen auseinander. Dann wandere ich nach oben.
So, jetzt braucht mein Glas ja auch eine Wandstärke. Aber wenn ich jetzt versuche, hier den Innenraum des Glases zu gestalten, habe ich ein Problem, wenn ich das versuche, millimetergenau zu zeichnen. Also nehme ich wieder mein Umriss erzeugen Werkzeug. Ich sage jetzt wieder Struktur, Spline bearbeiten, einen Umriss erzeugen. Sie sehen, viele Sachen wiederholen sich, dadurch prägt sich das auch sehr gut ein. Jetzt sage ich, mein Glas soll auch 2 cm, ist was dick? Ja doch, vielleicht lassen wir es 2 cm. Das ist ja recht dünnwandig trotzdem. Das ist ja nur eine Einheit, nicht Zentimeter. Jetzt kann ich aber das hier in diesem Stil nicht gebrauchen. Müssen meine Punkte also weg. Bis hier. Gehe ich wieder in den Strukturmanager, wähle die Punkte aus, die ich innen entfernen möchte. Also diesen, diesen, diesen und entferne das einfach. Den könnte ich ja aber vielleicht benutzen, also mit String wähle ich den wieder ab. Nehme ich nochmal die und entferne sie. Jetzt habe ich das Äußere des Glases und habe einen Umriss nur hier vorne in diesem Bereich. Nehme wieder mein Verschieben-Werkzeug und schaue mir das mal an. Was ist denn hier passiert? Er hat jetzt das hier geschlossen. Aha, mein Spline ist noch nicht offen. Ich muss jetzt meinen Spline öffnen. Dann hört das hier auch auf, sonst hat er das Ende und den Anfang verbunden. Jetzt brauchen wir ja nur diesen Wein hier, also diese Glasform, diesen Punkt nach oben verschieben. Da gehe ich am besten über die Struktur, das ist ja jetzt der letzte Punkt. Jetzt ziehe ich den mal ungefähr hier so in eine Höhe. Dort, drehe ihn, gehe mal näher ran und schaue mir an, dass das hier schön gleichmäßig bleibt und setze hier so den Boden rein. Natürlich muss dieser Punkt wieder in Richtung Z auf 0 sitzen. Die Höhe ist ja okay. Ob ich das waagerecht mache oder ein bisschen schräg, das entscheidet ja über die Form des Bodens. Also will ich das waagerecht haben, gehe ich wieder auf mein Werkzeug, damit ich an das Snapping rankomme. Ups. So. Und lasse ich ihn hier einsnappen. Da er in der Höhe nicht genau auf 0 steht, erst jetzt, snappt das also erst, wenn das hier richtig auf 0 ist. Jetzt kriege ich aber ein bisschen Probleme. So, nee, das klappt. So ist gut. Jetzt haben wir wieder dasselbe Problem hier oben. Wir haben also hier eine scharfkantige oder 2 Tangenten, die uns fehlen. Ich selektiere diese beiden. Natürlich könnte ich immer sagen, Tangenten angleichen. Ich will aber mal eine andere Technik zeigen. Ich könnte also jetzt wiederum unter Spline bearbeiten, Tangenten angleichen. Okay, ich möchte es aber mal anders machen, nämlich numerisch. Dazu wechsle ich in den Strukturmanager und ziehe mir das Fenster hier einfach breit. Weil ich sehe, das ja hier im Fokus könnte noch näher rangehen. Jetzt sehen Sie hier ganz viele Einstellungen. Wofür sind die jetzt? Sie sehen hier X, Y, Z, das ist dasselbe wie im Koordinatenmanager. Jetzt sehen Sie aber hier so ein kleiner als größer als Zeichen, das bedeutet, das sind seine ganzen Tangenten. Diese Punkte sind selektiert. Ich fange mit diesem an. Ich selektiere ihn und sehe jetzt hier, dass er einen Y-Wert in den Minusbereich hat, also nach unten, aber gleichzeitig in den Oberbereich nichts. Jetzt gebe ich da mal einen Wert von 3 ein. Wenn wir jetzt mal noch näher rangehen, bekomme ich also jetzt hier eine Tangente. Die hat aber auch noch eine Z-Verschiebung in den Plusbereich, also eher in den Minusbereich. Schauen wir mal hier. Könnte ich das jetzt verschieben? Das sehen wir aber auch, wenn ich jetzt die Shift-Taste gedrückt halte. Welcher Wert sich da ändert. Mein Snapping ist noch an. Aha, jetzt sehen wir hier minus 0,9 hat er den nach Z gebogen, diese Tangente. Ich halte Shift und sehe, aha, mir reicht ein Y-Wert von 1,2. Also ganz fein. Ja, machen wir da mal 1,5 draus. 1,5, das ist schon so okay. Jetzt nehme ich den nächsten, den hier, und sage auch in Y
Möchte ich jetzt, muss ich aber umgedreht denken, weil der Spline ist ja jetzt hier, geht um die Kurve. Das heißt, mein y ist jetzt woanders. Das sehe ich immer daran, da hat er einen Wert nach unten. Eben war das hier. Jetzt muss ich also hier gehen, diagonal, mein y-Wert. Jetzt sage ich da 1,5. Dann kommt die Tangente raus. Das gerade ausrichten mache ich aber mit dem Schiebenwerkzeug, indem ich Shift halte. Das ist ja eine ganz feine Rundung, die wir so mit dem Auge gar nicht so richtig sehen. Jetzt nehme ich ein neues NURB, schiebe dieses Fenster wieder zusammen, weil so viel Platz brauche ich nicht. Nehme also ein Late NURB und stecke jetzt meinen Spline dort rein. Das nennen wir Glas. Schauen wir uns das jetzt mal in 3D an. Oh ja, ich habe ein wunderbares Glas. Jetzt möchte ich das noch ein bisschen mit Wein füllen. Und dazu, ich ziehe das mal hier runter, weil hier unten kann ich besser arbeiten als gequetscht oben zwischen. Das ist so eine Arbeitsweise von mir. Jeder so, wie er mag. Ich dupliziere mir diesen Spline. Jetzt hat er das Objekt mit dupliziert. Okay, das können wir benutzen und nennen das schon mal Wein im Glas. Er hat also jetzt alles komplett dupliziert. Ich schalte dieses NURB aber noch aus. Dieses Glas mache ich mal unsichtbar. Das brauche ich jetzt nicht sehen, aber ich möchte auch diesen Spline nicht sehen, also schalte ich es hier drüber aus. Komplett diese Gruppe. Klappt das mal zu. Jetzt gehe ich wieder in die Ansicht von rechts und habe ja jetzt identisch diesen Spline liegen und ich werde jetzt gleich mal diese Punkte nicht einrücken, damit Sie sehen, was dann passiert. Das haben wir bei der Weinflasche aber schon gemacht. Ich gehe hin und sage Wein im Glas. Dort möchte ich den Spline bearbeiten. Gehe wieder in meine Struktur und lösche alle Punkte, die ich nicht brauche. Was brauche ich denn? Ich brauche eigentlich ab hier die letzten Punkte. Also den brauche ich, also alle anderen nicht. Erster Punkt nicht, zweiter Punkt nicht. Die sind jetzt außerhalb des Bildes, aber Sie sehen, wie ich jetzt hochwandere. Da komme ich. Okay, bis hier. Diese lösche ich jetzt, indem ich einfach die Entfernen-Taste drücke. Dann gehe ich hier hin und ziehe für meinen Wein diese Fläche nach oben. Den Punkt, merke ich gerade, brauche ich auch nicht, weil ich möchte wirklich so den Wein machen, wie das hier ist. Jetzt klicke ich wieder mit der String-Taste an diese Stelle rein. Dann sehe ich, der hat schon eine Tangente, aber den bringen wir jetzt erstmal auf 0 in Z-Achse rüber. Dann brauchen wir die gleiche Höhe. Entweder mache ich das hier mit dem Snapping, aber dann würde ich diesen Radius hier verändern. Also nehme ich mir wieder diesen Wert und kopiere ihn. String C, klicke den nächsten Punkt an und füge ihn hier ein. Dann drehe ich ihn mal oder ich ziehe schon mal die Tangenten, wenn ich die gerade setze. Dann sehen wir jetzt hier im Strukturmanager, dass er also hier jetzt dieser Punkt einen kleinen Wert in 0 nach unten hat. Den lösche ich und setze ich auf 0. Ein bisschen Z hat er, also resette ich alle Werte, weil der darf keine Anfasser haben. So. Enter bestätigen. Hier ist es jetzt der Fall, also der vorherige Punkt, alles was nach oben geht und in Richtung Z. Da muss ich jetzt mal schauen. Das ist also der nächste Punkt und dann sehe ich nach oben in den Plusbereich. Nach Y in den Minusbereich ist der nach unten, den darf ich auf keinen Fall löschen. Also, aber wenn Ihnen das mal passiert, einfach rückgängig machen, dann ist alles wieder gut. Jetzt sehe ich hier, dass er noch ein bisschen Z-Richtungen hat. Also, Z brauche ich nicht, aber welche Z nicht? Das ist ein Bereich im positiven Sinne, also nach Plus. Das müsste also der sein, nicht dieser. Dieser ist wieder für den nächsten zuständig. Das ist ein bisschen Gewöhnungssache. Und ich sage mal, den lösche ich. Okay. Jetzt habe ich hier auch diese gerade Kontur und wie gesagt, ich werde diese Punkte jetzt mal nicht um 0,5 einrücken, um zu zeigen, gleich beim Texturieren, was dann passiert. Im Nachhinein werden wir das natürlich tun.
Ich gehe jetzt mal hier hin, schalte jetzt meinen Wein im Glas wieder an, nehme eine Glastextur, erstelle mir also eine, öffne das, nenne das Weinglas. Okay. Und gehe wieder nach Transparenz und möchte diese Transparenz glasförmig, also 1.5 machen. Dann möchte ich ein wenig Absorption haben. Ziehe das mal größer und mache so einen leichten Blauton, indem ich hier 2 und 3 mache, den RGB-Wert. Jetzt gehe ich mal auf 2 runter und dann sehen wir, dass das Glas ein bisschen bläulich wird. Diese Textur lege ich jetzt erstmal auf mein Glas. Lassen wir das mal rendern. Jetzt sehen Sie, das, was hier unten passiert. Ich gehe mal mehr von oben. Hier sehe ich so komische, gesprickelte Sachen und mit dem Wein habe ich diesmal eigentlich fast Glück gehabt, aber ich würde ihn trotzdem sicherheitshalber ein wenig einrücken. Hier sehe ich aber so weiße Punkte. Das heißt, der Wein kommt quasi halb in dieses Glas rein. Aber was war hier unten passiert? Ui, wie sieht das denn aus? Woran liegt das? Ich mache mal diese Weintextur nochmal auf 100 zurück. Dann können wir das noch besser beobachten. Da sehe ich das. Das sieht aus wie Sandkörner im Glas. Physikalisch gesehen ist nämlich jetzt der Boden und die Unterkante meines Glas auf der gleichen Höhe. Das ist das, was passiert, wenn wir uns das hier angucken. Wir haben den Boden, der sitzt genau auf 0. Ich kann jetzt den Boden auch ein bisschen nach unten verschieben, empfehle ich aber nicht. Dann sage ich jetzt mal, das gruppiere ich, das Glas. Ja, und mache da wieder eine Gruppe raus und nenne das mal Glas. Jetzt gehe ich ganz einfach hin, dieses ganze Glas setze ich um 0,1 nach oben. Warum funktioniert das nicht? Ich bin im Punktebearbeitungsmodus. Ich muss hier auf die Verschiebefunktion gehen. Aha, 0,1. Ganz minimalistisch. Das gleiche mache ich mit der Flasche. 0,1. Diesen kleinen Millimeter sieht kein Mensch, aber die Auswirkung ist jetzt gravierend. Es ist weg, ja, weil das war physikalisch auf gleicher Höhe. Jetzt gehe ich wieder was weiter weg, mache meine Glastextur wieder ein bisschen blau, also das hier schalte ich mal auf so 20. Ich gucke mal, wie das wird, so einen leichten blauen Kante, dann bekomme ich die auch hier oben, so eine kleine Unterstrahlung. Bei dem Glas haben wir das auch gesehen, muss ich also jetzt nochmal in diese Seitenansicht gehen und in den Wein reingehen. Dann mache ich also die Flasche, das Glas nochmal unsichtbar und gehe in den Spline, in die Punktebearbeitung. Diese 2 Punkte muss ich minimal jetzt einrücken in Richtung Z. Minimal reicht wirklich, wenn wir nicht, wie eben habe ich 0,5 gemacht, bei so einer dunklen Flasche sehe ich nicht, aber ich sage jetzt hier, dass ich minus 0,1 möchte und er rechnet das automatisch aus und schiebt diese beiden Punkte ganz minimalistisch rein. In Richtung Z, nach innen. Also wenn ich die Achse mal anmache, hat er das jetzt quasi nach hier, ich übertreibe mal so, verschoben. Aber minimalistisch. Jetzt passiert mir auf keinen Fall, dass ich irgendwelche Turbulenzen wie eben am Boden oder ich sag mal Sandstreuungen, dort bekomme ich, wenn ich den Wein texturiere. Jetzt nehme ich diese Textur vom Glas, vom Wein in Flasche und halte die String-Taste gedrückt und dupliziere sie damit. Genau wie ich hier Objekte dupliziere. Nun öffne ich die Textur und verändere sie ein wenig. Vor allem gebe ich ihr einen anderen Namen. Wein in Glas. Jetzt schaue ich mir das erstmal an und ich möchte jetzt meine Veränderung live sehen. Wie kann ich das realisieren? Es gibt hier unter den Rendermöglichkeiten
eine Funktion, die nennt sich interaktiven Renderbereich. Die anderen kommen noch. Den schalte ich einmal ein. Jetzt ist er schon so eingestellt, wie ich den mal eingestellt habe. Standard öffnet er sich so. Und Sie sehen ein recht verschwommenes Bild. Ich kann hiermit über diesen kleinen Pfeil einstellen, wie gut die Qualität des Renderers ist. Dann kann ich hierüber die Größe einstellen. Sagen wir mal, ich fixiere mich oder konzentriere mich jetzt nur auf mein Glas. Wenn ich das jetzt hier so in Szene rücke, sehen Sie direkt, wie er das neu rendert. Jetzt muss ich natürlich für meinen Wein andere Optionen machen, damit das richtig funktioniert in dem Glas. Jetzt stelle ich den mal auf 2, schaue ich mal, was passiert. Das klappt nicht, also sage ich mal 50, ob er jetzt weintechnisch etwas besser daherkommt. Nein, nehmen wir mal 100. Jetzt darf ich mich hier auf dieses Vorschaubild nämlich nicht verlassen. Ich brauche Licht, ein Lichtsetup. Ich lasse den Wein jetzt mal so schön dunkel. Denn wir haben noch keinerlei Licht, sondern nur das Standardlicht von Cinema 4D. Wo ist dieses? Wenn wir auf Darstellung gehen, sehen wir hier das Standardlicht. Eine simulierte Lichtquelle, womit ich, Sie sehen es, das Licht in meiner Szene verändern könnte auch, aber es ist nicht wirklich zum Rendern ein echtes Licht. Jetzt möchte ich Ihnen im ersten Schritt mal ein kleines Lichtsetup vorstellen, welches immer genutzt wird, wenn man Objekte in Szene setzen möchte, also Produktdesign etc. Ich mache mal diesen interaktiven Renderbereich aus. Ich könnte ihn ausschalten, indem ich hier nochmal drauf klicke. Ich kann aber auch das Tastaturkürzel Alt-R nehmen. Also Alt-R wie Richard. Kann ich ihn auch ein- und ausschalten. Er bleibt in der Position und den Einstellungen, die ich getroffen habe. Jetzt gehe ich hin und möchte also in meine Szene Licht setzen. Dazu gehe ich aber erst hin, mache meine Flasche an. Drehe mich mal andersrum in meine Szene. So will ich das sehen. Das Glas soll rechts natürlich sein. Nehme ich jetzt ein Licht, welches sich in den Szenenobjekten befindet. Und Licht ist natürlich noch ein eigenes Tutorial komplett oder 2 sogar, die wir im Anschluss, also später noch folgen werden. Nehme ich eine Lichtquelle, entsteht sie genau auf 0, wie alle anderen Objekte auch. Sie sehen, wenn die in einem Körper steckt, leuchtet das nicht wirklich, weil sie nur durch Glas natürlich durchscheint, aber durch geschlossene Körper nicht. Jetzt muss ich mich entscheiden, wie mein Foto letztendlich werden wird. Dazu weiß ich aber jetzt nicht, wo bin ich. Ein Kameramann geht immer hin und setzt eine 3-Punkt-Beleuchtungstechnik ein. Das lernt man zum Beispiel, wenn man eine Fotografenausbildung macht. Ich gehe hin und setze jetzt mal eine Kamera. Ich mache diese Kamera nochmal aus. Wenn Sie nämlich jetzt in die Viereransicht gehen, die unerlässlich ist, ich gehe hier mal eben in die Ansichtsvoreinstellung, mache das Hintergrundbild aus, bringe alles mal hier so in Szene. Wo bin ich? Von wo gucke ich? Das ist mein Licht, aber wo stehe ich? Woher will ich das wissen, wenn ich keine Kamera habe? Von wo aus schaue ich? Also in dem Moment, wenn ich die Kamera anmache, weiß ich jetzt, das bin ich, denn ich schaue hier durch, sobald ich diese Kamera aktiviere. Wenn Sie diese Kamera aktivieren und dieses Fenster jetzt bewegen, achten Sie mal drauf, bewegen Sie quasi die Kamera. Ich kann die Ansicht auch hierüber immer wieder rückgängig machen. Zweimal habe ich jetzt gerade bewegt, also sage ich es zweimal oder String Shift Z. Das ist meine Perspektive. Wir können natürlich bei der Kamera viele Einstellungen machen. Ich könnte jetzt meine Brennweite ändern. Und so weiter. Diese anderen Einstellungen folgen noch. Ich lasse das deshalb, weil uns das noch nicht interessiert, alles auf Standard stehen.
Jetzt kann ich aber meine Lichter positionieren wie ein richtiger Kameramann in einem Studio. Ich nenne das Licht mal Keylight, Schlüssellicht, also mein Hauptlicht. Dieses positioniert ein Kameramann immer im Bereich seines Gesichtsfelds, also auf gleicher Höhe. Ich möchte einen Schatten simulieren, also einen Schattenfall auf dem Boden haben. Dann sage ich hier mal, ich nehme mal einen harten Schatten. Was das alles hier ist, kommt noch. Wir machen jetzt nur diese Einstellung für unsere Szene. Dann bekomme ich hier den Schatten. Jetzt muss ich den aber, ich möchte den ein bisschen flacher, also länger haben. Schaue ich mal, ziehe ich die Kamera, jetzt habe ich das Fenster gerendert, sehen Sie. Ich kann also wieder meinen interaktiven Renderbereich anmachen. Jetzt ziehe ich den mal ein bisschen breiter, damit ich das besser sehen kann. Bringe ich meine Lichtquelle genau wie eine Sonne, also höher in Szene, wird mein Schattenfall immer kürzer. Mache ich ihn tiefer, wird er länger. So soll mal okay sein. Jetzt schaue ich mal den Winkel an. Ich möchte also noch ein bisschen mehr, dass das so von hier außen einen Winkel macht. Das wäre mein erstes Licht. Dieses Licht hat eine Intensität von 100% Beleuchtungsstärke. Jetzt brauche ich, weil meine Bereiche hier sehr dunkel sind in dieser Szenerie, etwas Licht. Das nennt man ein Fill-Light. Wenn wir die Kaffeetasse machen, weil jetzt haben wir hier einen Glaskörper und hier stehen Reflexionen, das ist ja auch gut, aber noch nicht wirklich. Ich möchte also jetzt diese Szene mit einem Licht ausfüllen. Diese dunklen Bereiche. Dazu nehme ich ein weiteres Licht. Das nenne ich Fill-Light. Also das Fülllicht. Dieses Fülllicht setze ich jetzt hier rechts hin. Wenn ich das sehe, macht das hier aber zusätzlich einen Glanz. Da haben wir die Option, Glanzlichter erzeugen. Das mache ich aus. Aha, das darf es auf keinen Fall. Das soll nur meine Hauptlichtquelle hier einen Glanz auf die Objekte projizieren. Ich habe es auf 100% stehen. Wenn ich jetzt zwei Lichtquellen habe, 100%, habe ich schon 200% Licht in meiner Szene. Jetzt sollte ich das drosseln. Ich gehe immer hin und setze so einen Wert von 40 ein. Sie sehen, es wird etwas dunkler. Aber hier entsteht jetzt mehr Licht in diesem Bereich, der ja sonst im Dunkeln ist. Aber richtig, müsste ich noch ein bisschen, weil mein Blick ist so, noch ein bisschen schräg so nach hinten gehen. So, dann habe ich es richtig eingestellt. Hier sind die dunklen Bereiche. Jetzt gehe ich hin und möchte noch ein Gegenlicht erzeugen, um vernünftig diese Konturen rauszuarbeiten. Dazu nehme ich wieder ein Licht. Das ist das Backlight. Dieses Licht setze ich jetzt gegenüber meiner Blickrichtung, also hinter meine Objekte. Ich habe ja hier quasi die Mitte so als Optik und bringe das natürlich auch in die Höhe meiner Blickrichtung so ungefähr. Jetzt sehen wir schon, wie das auch den Schatten verändert. Der ist jetzt nicht mehr so intensiv, aber das Licht addiert sich natürlich. Jetzt sage ich 70%. Oh ja, jetzt kommt der Schatten richtig gut raus. Aber hier vorne ist alles irgendwie addiert, viel zu hell. Wir machen mal groß, dann sehen wir das. Ich möchte also, dass das Licht nicht so weit strahlt und ich möchte dem Licht, dem Backlight 70% mal so eine leichte Sandfarbe geben, so ganz leichten Ton. Ich kann das Licht nämlich einfärben. Dann bekomme ich in meiner ganzen Szenerie ein bisschen Licht. Aber Sie sehen, hier ist zu viel. Da gehe ich jetzt nochmal in mein Licht und da habe ich hier die Details. Dort kann ich sagen, wie mein Licht abnehmen soll. Linear. Wenn ich jetzt nochmal in die Viereransicht gehe, sehe ich jetzt, das sehen wir schon den Unterschied hier, dass mein Licht von hier bis dort abnimmt. Diese Abnahme kann ich hier einstellen, weil so stark soll die nicht sein, weil der geht wirklich von hier nach 0. So wäre besser. Vielleicht noch ein bisschen mehr.
Ja, so ist gut. Okay, jetzt können wir mal schauen, wie unser Wein im Glas wirkt. Also so richtig zufrieden mit dem Rot bin ich noch nicht. Da kann ich doch auch glatt nicht mit zufrieden sein, weil das ist nur dunkel, stelle ich gerade fest. Ich habe den Wein noch gar nicht auf mein Objekt aufgelegt. Wein im Glas. Dann bekomme ich ja auch nicht eine Weinperspektive hier im Glas. Und so soll es mal sein und so ist das wunderbar. Jetzt möchte ich dieses Ganze als letzten Schritt hier noch als eine Fotografie speichern. Vielleicht gehe ich mal hin und setze den Winkel mal ein bisschen höher. Okay, das ist gut so. Ich muss mal eben noch was mit dem Fill-Light probieren. Das setze ich mal höher. Okay. Jetzt ist diese Schattenform, die ich da eingestellt habe, ein harter Schatten, nicht sehr realistisch. Ich schalte jetzt mal bei dem Keylight. Das Fill-Light, muss ich darauf achten, habe ich keinen Glanz. Backlight habe ich auch keinen Glanz. Hatte ich noch an. Gut. Und jetzt gehe ich mal hin und schalte bei dem Keylight, das ist ja das Einzige, was den Schatten bringt, auf einen Flächenschatten. Jetzt dauert der Renderprozess natürlich ein bisschen länger, um das Ganze zu erstellen. Ja, das sieht schon viel, viel besser aus. Wir sehen, wie er jetzt hier arbeitet und diesen Schatten hier jetzt ganz langsam erstellt. Ja. Er braucht also ein bisschen länger, um das Ganze zu realisieren. Was mir noch nicht gefällt, ist jetzt hier dieser dunkle Bereich. Woher kommt das? Vielleicht habe ich bei dem Glas einen falschen Brechung eingestellt. Ich habe ja diesen Standardwert von 1,4. Ich gucke noch meiner Liste nach. Dort gibt es ja den Wert von 1,44 bis 1,9. Schauen wir mal, wenn wir den jetzt ein bisschen runterdrehen, wenn wir solche Probleme hier bekommen. Ich setze den mal auf 1,4. Dadurch entstehen hier so Reflexionen. Jetzt wird es schon besser. Jetzt gehe ich einfach und bin so dreist und schalte das ruhig mal auf Wasser. Ja, es sieht aber trotzdem noch wie ein Glas aus, aber ich habe diese Problematik, die durch Reflexionen vom Boden und des Lichtes kommen, gelöst. So ein Tipp am Rande. Okay, das haben wir jetzt. Mein Bild ist soweit gut. Einzige, was ich eben nochmal ausgeschaltet habe, war der Schatten und ich nutze jetzt den Flächenschatten. Der ist am Render intensivsten und er braucht recht lange. Das sehen wir hier, wie er rendert. Und ich sage aber jetzt mal Alt-R. Weil ich möchte aus dieser Szenerie jetzt ein Foto erstellen. Wie gehe ich da vor? Bis jetzt war das ja immer nur ein Preview. Und wie kann ich das erstellen? Ich habe hier die Möglichkeiten der Rendervoreinstellung. Dort werde ich im ersten Dialog gefragt, möchte ich das komplett rendern? Wofür die anderen für Animationen dienen, die nämlich später sind, schauen wir uns dann an. Ausgabe, welches Bildformat möchte ich denn? Dort gibt es Presets. Für Bild, ich nehme mal ein recht großes Format, das soll mir jetzt reichen. 72 dpi Auflösung reicht vollkommen für eine Monitordarstellung, also für Computerbilder. Möchten Sie printen, müssen Sie ab 150 dpi das hochschalten. Ich kann also hier jetzt die dpi-Zahl einstellen, das Seitenverhältnis, das möchte ich aber alles so mal lassen. Und ich möchte dieses aktuelle Bild rendern, da gibt es eine Option für manuell, alle Bilder und einen Vorschaubereich. Das sehen wir dann auch später. Jetzt geht es darum, als was speichere ich das. Hier stehen jetzt alle Möglichkeiten mir offen. Ich kann einen QuickTime-Film erstellen, sofern QuickTime auf dem Rechner installiert ist. Aber ich möchte jetzt mal in dem Fall ein JPEG direkt erstellen, muss aber darauf achten, wie stark er mein Bild komprimiert. Ich sage mal hochauflösend, ohne Komprimierung, also keine Pixel ausreichen. Dann wähle ich den Ordner aus, wo dieses Bild gespeichert werden soll. Da gehe ich jetzt mal in Ihren Ordner, Cinema 4D, und erstelle mir hier einen neuen Ordner für meine Renderings. Den nenne ich Render. Dort möchte ich das reinspeichern. Ganz wichtig, wenn Sie Windows 7 besitzen, müssen Sie schreiben, also Wein
Flasche. Und jetzt will ich das selber mal testen, sage Speichern. Dann macht er Ihnen nicht die Dateiendung. Darum bei Windows 7 und Vista schreibe ich .jpg dahinter. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Kommen wir zu einer wichtigen Sache, das ist die Kantenglättung, das Anti-Aliasing. Wie Sie sehen, sehen Sie auch beim Rendern hier solche Zacken. Das heißt, dieses Anti-Aliasing bewirkt jetzt, dass diese Kanten glatt werden. Hier sollte man es aber nicht übertreiben. Es stehen jetzt mehrere zur Verfügung. Geometrie ist Standard, ganz ausschalten. Ich schalte mal auf Bestes. Wenn ich aber jetzt hier in diesen Werten hochgehe, bis auf 16, dann dauert dieses Rendern dieser einen Fotografie locker über eine halbe Stunde. Das ist sehr hochauflösendes Kantenglättungsformat. Werde ich in einem Foto nicht sehen. Wenn ich ein Plakat drucke, dann ist das erst relevant, also ein Riesenformat. Somit habe ich jetzt all meine Einstellungen eingestellt. Ich rekapituliere nochmal. Ich brauche das Komplettrendern, meine Ausgabeformat, mein Speichern, wo soll das sein, welches Bildformat und meine Kantenglättung. Dann schließe ich das. Wenn ich jetzt meine Szene speichere, wird diese Einstellung auch mitgespeichert und wenn Sie das morgen öffnen, ist das wieder identisch. Wie kann ich jetzt dieses Foto rendern? Auf keinen Fall hier. Das ist nur eine aktuelle Ansicht rendern. Hier haben wir jetzt in diesem Fenster im Bildmanager rendern. Sobald ich dieses tue, springt der Bildmanager auf und Sie sehen hier mein Renderer, wie er arbeitet. Ich habe hier die Studio-Version, also die Vollversion, die hat den Advanced Renderer und dieser Advanced Renderer arbeitet in sogenannten kleinen Cluster-Elementen und erstellt mir jetzt das Bild. Sie sehen auch hier, dass jetzt mein Rechner voll ausgelastet ist, weil ich diesen besten Schatten eingestellt habe. Ich möchte jetzt die Geduld aufbringen, um das rendern zu lassen. Und mache dann einen Timeswift, um Ihnen das fertige Ergebnis zu zeigen. Mache also eine Pause in diesem Tutorial. Das Rendern ist natürlich abhängig von den Prozessorkernen. Ich habe 8 Prozessorkerne. Damit also eine geballte Ladung an Power. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie einen Dual-Core, also 2 Prozessorkerne haben, dann dauert das etwas länger. Mein Bild ist jetzt fertig gerendert, darum sahen wir auch 8 solcher Blöcke. Ich sehe, wie lange das gesamt gedauert hat, in dieser hohen Qualität. Hier kann ich mein Fenster skalieren, dann bekomme ich die Anzeigegröße, kann also dieses Renderergebnis hier speichern. Wie Sie sehen, sieht es hervorragend aus. Hier sieht es recht matt aus, da gibt es noch andere Tricks, um das natürlich hinzubekommen, aber dazu später mehr. In diesem Tutorial soll das reichen. Schauen wir mal auf die Festplatte. Ich ziehe das mal rüber und gehe mal in den Cinema 4D Ordner in Ihren Ordner. Dort haben wir den Ordner Render und dort haben wir jetzt dieses JPEG-Bild zur Verfügung stehen. Das soll das erste Rendering sein mit einer sehr hohen Qualität. Das war's für die Spline-Bearbeitung in diesem Tutorial.